Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag uns für Infos gibt, für das Kollektiv. Wir haben hier mal die Situation des Wandels an sich. Wir haben die Freude und wir haben hier 2 gekriegt. Also das ist ja schon mal spannend, ne? Hier entwickelt sich etwas, das uns in die Freude und in die Wunderenergie bringt. Und wir schauen jetzt mal, was der Anfang ist oder der Ausgangspunkt hier. Und die ist gleich schon mal sehr spannend. Hier geht es zum Beispiel um die Aggregatzustände von Wolken, ne, die sich verwandeln können. Hier geht es um Wandelprozesse, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass wir über irgendetwas unsere Meinung geändert haben, dass wir nicht mehr funktionieren wollen, dass wir keine Traditionen aufrechterhalten, nur weil wir sie in die Wiege gelegt bekommen haben. Es geht darum, frei zu sein, sich zu befreien. Man darf ja auch mal so handeln, wie man das nie getan hat, unerwartet, so wie es die anderen auch nicht von dir kennen. Und man kann hier nicht alle Lebensumstände kontrollieren, aber was wir wohl können, ist, dass wir einfach überlegen, wie viel Energie wir da reingeben. Es gilt einfach unbeschwert und leicht im Leben zu sein und zu bestimmen, was man leben will, ohne die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Ich gucke mal hier noch mit einer Lenormand-Karte, was Sie hier noch mitgeben. Ja, das Gleichgewicht ist hier wichtig. Dinge, die wir uns erarbeitet haben, ne? Die Stabilität für einen selber, das, was einen hält auf der Welt, ne? Was einem Halt gibt. Und Stabilität kann natürlich hier auch im beruflichen Bereich sein, wo man eben etwas nicht mehr macht, weil man es schon jahrelang gemacht hat. Oder etwas, was man sich sehr lange erarbeitet hat, eben ja nicht mehr gültig ist, weil man es anders sieht, weil die Erfahrungen den Blickwinkel geändert haben. So, dann haben wir hier in der Mitte die Freude, den Spatz auf der Frühlingswiese. Ja, hier geht es tatsächlich darum, Freude zu leben, Leiden zu verringern, Hürden zu überwinden, das Leben zu feiern, Zeit zu teilen mit jemand, die man sich vielleicht hier auch dadurch erschafft, dass man eine Mühle nicht mehr weiterdreht, so wie bisher. Und dass man die Freude, die man selber empfindet, teilt mit anderen. Dass man nicht einfach so zur Arbeit übergeht oder zum Alltag, sondern dass man den Moment lebt, Spaß hat, Gesellschaft von anderen genießt, sich dem Thema Feiern zuwendet, das Leben feiern, in Hochstimmung sein. Ich habe sogar das Gefühl, dass das etwas ist, was man sich lang verboten hat, weil die Arbeit oder die Sachen, die man im Leben zu tun hat, so überwogen haben und Zeit gekostet haben. Und hier ist man unverbindlich unterwegs. Man macht hier keine Dinge, die auf längere Zeit wieder Bindung mitbringen. Guckt mal, hier ist die Schatzkiste. Wie schön ist denn das? Ja? Hier belohnt man sich, hier nimmt man sich etwas vom Leben, was einen bereichert. Man entdeckt seinen persönlichen Schatz, also was ist hier vorhanden.
Wenn wir das so umsetzen, kommen wir hier mit dem doppelten Regenbogen in die Situation des Wunders. Der Regenbogen, der natürlich auch für Hoffnung steht, der am Himmel kommt, der ein ganz großes Phänomen der Lichtbrechungen ist. Und hier ist er doppelt, also zweifacher Segen. An diesem Punkt angekommen sind die Stürme der Vergangenheit vorbei. Man kann Träume umsetzen. Man hat ein gutes Geschick für die Dinge. Alles ist im Überfluss vorhanden. Es geht ein bisschen auch darum, den Glauben dran hochzuhalten, dass man belohnt wird vom Universum, dass es gut ist zu einem. Und man darf hier an dem Punkt sehr viel für sich tun. Ne? Für sich tun ist hier der ausschlaggebende Punkt. Ne? Sich etwas widmen, einer neuen Beziehung, der Vitalität, sich etwas erarbeiten, was einem selber Freude macht. Und dann kommt hier der Segen auch zurück und breitet sich aus. Und man hat hier den vollen Gewinn im Prinzip. Ne? Die Schatzkarte, das verankerte Erfülltsein. Und man geht aus der Situation belohnt und rein raus. Ne? Hier hat sich etwas reingewaschen. Da spielt es im Prinzip dann auch keine Rolle mehr, was in der Vergangenheit war oder wie es war. Hier ist ein frischer neuer Wind, der rein ist und den man einatmet und wo man sich öffnen kann. Und kein Mensch sagt, dass sich die Zukunft so gestaltet, wie es in der Vergangenheit war. Hier ist Glitzer, hier ist Fröhlichkeit, hier sind keine Glaubenssätze, die immer wiederkehrende Herausforderungen mitbringen, sondern hier ist Erlösung und hier ist auch der Punkt, an dem man für sich selber, mit sich selber im Reinen ist. Ne? Genial. Da ist kein Zweifel mehr nötig. Ne? Da entstehen Wege, neue Möglichkeiten, Richtungen, an die man vielleicht auch gar nicht geglaubt hat. Spannend. Nehmen wir noch ein Krafttier. Die Qualle kommt mit der Warnung. Abstand halten von dem, was einem nicht mehr gut tut. Ne? Das passt hier schon sehr gut dazu. Überprüfen, wo man Dinge nicht mehr braucht, wo die einfach weg können, weil man sich daran am Ende verbrennen könnte. Und das eigene Ziel durch Innenschau einfach verwandeln. Im Prinzip machen wir oft die Augen zu, obwohl wir wissen und die Warnung kennen, schauen wir weg und hier sind wir einfach aufgefordert, das, was wir fühlen und spüren, auch umzusetzen und in den Wandel zu bringen. Das ganze Leben vergeht und irgendwann denkt man, meine Güte, warum habe ich denn das nicht gemacht, was mir schon immer wichtig war oder wo ich gewusst habe, hier stimmt was für mich nicht, das will nicht in meine Richtung. Warum habe ich es weitergetrieben und hat es mir so gar keine Freude gebracht oder Bereicherung, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch, bis bald.